Hallo und willkommen zu Frontal Filmwerke. Und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen: Beutewaffen. Los geht's. Also, heute geht es um Beutewaffen. Ganz kurz einmal, wo sie bei den Deutschen in Verwendung waren und aus welchen Gründen man sie dann genutzt hat. So, ich fange jetzt mal an bei den Fronttruppen und warum da Beute eingesetzt wurde. Bei den Fronttruppen wurde in den meisten Fällen Beutebewaffnung eingesetzt, wenn etwas fehlte. Sprich, ja, man griff zur PPScha, wenn gerade Maschinenpistolen fehlten, man griff zum Beute-MG, wenn MGs gerade fehlten, oder man griff an Beutegewehre, wenn das eigene nicht gut genug war, sprich, wenn man K98 hatte und man SVT kriegen konnte, hat man das SVT genommen. Nicht immer, aber es kam vor. Oder man bekam es, um die dementsprechende Truppe zu verstärken. Ja? Dann bekam man das wieder ausgegeben, die erbeutete Waffe. So muss man es kurz bei der Fronttruppe verstehen. Man hat sie nur bekommen, wenn es an etwas mangelte oder wenn diese Beute eine Verbesserung darstellte. Sonst bekam man diese Beute nicht. Sonst blieb man bei der Standardbewaffnung der deutschen Armee. Oder bei den deutschspezifischen Waffen, die dann ausgegeben werden könnten. Nun gibt es aber in der deutschen Armee nicht nur Fronttruppen. Nein, ein Großteil der deutschen Armee war damals nicht Fronteinheit. War sondern hinter der Front aktiv, war Sicherungsgruppe, war Flak-Einheit, war Bataillon an irgendeiner Küste, um die Küste zu sichern, beziehungsweise Festungsbataillone etc. Oder Versorgungseinheiten. Die hatten eine geringere Priorität bei der Bewaffnung, sprich bekamen sie auch nicht die modernste Bewaffnung, die die deutsche Armee hatte, sondern oftmals entweder älteres oder Beutewaffen oder Sachen, die nicht für die Front geeignet sind. Oder die von der Versorgung auch nicht mit der Front klargehen. So findet man Beute häufiger bei Einheiten, die nicht diese hohe Priorität haben. Dazu zählen noch ein paar Fronteinheiten, wie zum Beispiel die Ostlegion oder die Ostbataillone oder ausländische Freiwilligenabteilung, was die auch sind, oder bei Flak-Einheiten etc. Auf jeden Fall bei solchen Truppen, die in der Versorgung weiter unten waren, bekamen dann häufiger Beute von der Versorgungslinie aus, häufig aus der Region, in der sie stationiert sind oder eingesetzt worden sind, gerade weil die Waffen von der Versorgung her gerade da waren, frisch erbeutet wahrscheinlich, meistens noch mit Munition, und wurden da eingesetzt. Oder im Falle von Festungen oder jetzt befestigten Gebieten, wie dem Atlantikwall, da wurden Beutewaffen eingesetzt, weil man A, die Munition stationär hat, sprich man kann auch die erbeutete Waffen dahin bringen und die Munition dort lagern und man ist nicht immer in Bewegung. In diesen Fällen wurden dann hinter der Front eine Menge Beutewaffen eingesetzt, die man so für sich gar nicht sieht, weil die meisten Bilder, die jetzt Kampfhandlungen zeigen, sind ja an der Front oder im Rückzug. Im Rückzug sieht man diese Waffen dann häufiger, aber beim Vorangehen eher weniger. Warum? Weil es dann auch die Waffen sind, die ein Durchschnittssoldat nicht erbeuten würde. Es sind Waffen wie ein Mosin-Nagant M91-30. Die meisten deutschen Soldaten würden ihren K98 nicht für so eine eintauschen, es sei denn, es ist die Scharfschützenversion. Dasselbe gilt dann wiederum auch für Sachen wie jetzt MP40-Schützen, die würden ihre MP40 selten gegen eine PPScha tauschen, es sei denn, sie sehen darin einen besseren Nutzen. Die meisten Soldaten an der Front müssen erbeuten was, wenn sie darin einen Nutzen sahen. Die Soldaten hinter der Front bekamen das ausgegeben an Beutebewaffnung, weil man Platz frei machen wollte an der Front für das Modernere, für das Bessere, auch wenn die Waffen teilweise immer in Ordnung waren und für die nutzbar waren. Niemand wollte Soldaten Schrott in die Hand drücken, egal wie schrottig die Waffen waren. Selbst die Italiener nicht, aber wir wollen hier nicht über italienische Waffen reden. So, das war's fürs Erste zu den Beutewaffen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was Nützliches mitnehmen. Wenn ihr etwas zur Darstellung und zu deutschen Waffen an sich sehen wollt und deren Verbreitung und was überbenutzt ist und was nicht und was man mehr nutzen wird und was nicht, schreibt es in die Kommentare. Frontal Filmwerke out. Es ist spät. Und ich muss auch mit meinem Hund Gassi.